Ich habe ein riesiges Problem und dieses Problem heißt Deutsch. Hallo, mein Name ist Demet und in dieser Serie mache ich kurze und knackige Videos, um mein gesprochenes Deutsch zu verbessern. Ich habe schon 2 Videos hochgeladen. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, klickt auf die Karte, um sie anzuschauen. In dieser Folge werde ich eine meiner besten Freundinnen, Berzah, sprechen. Berzah und ich haben uns in Belgien kennengelernt, aber keiner von uns kommt aus Belgien. Wir waren beide dort wegen des Erasmus-Programms und wir hatten einen gemeinsamen Freund, Ahmed, den ich im letzten Video erwähnt habe. Ahmed war schon sehr gut mit Berzah befreundet und wollte eine Reise nach Belgien machen. Wisst ihr, Berzah hat Erasmus nicht in Belgien gemacht, sondern in Frankreich. Diese beiden Leute planten zusammen eine Reise nach Belgien und ich war einfach nur neugierig und wollte mit. Ahmed war so nett, mich auf die Reise einzuladen und wir sind zusammen mit dem Bus nach Belgien gefahren. Wir sind 3 nach Brüssel gefahren, haben die bekanntesten Orten besucht und die riesige Schokoladenstatue des pinkelnden Junge gesehen. Ich erinnere mich nicht, warum diese Statue so berühmt ist, aber es war eine lustige Erinnerung. Wir haben auch das Schokoladenmuseum besucht. Ich habe zum ersten Mal einen Hamburger mit Eiern probiert, fand ihn sehr lecker und habe dieses Bild gemacht. Ich sehe auf dem Bild ein bisschen aus wie Nadal. Nachdem wir Brüssel erkundet hatten, sind wir in das magische Städtchen Bruges gefahren. Wir haben viele Witze über den Film Bruges sehen und sterben gemacht. Am ersten Tage hatte leider mein Handy gefallen lassen und hatte dann nichts zu tun, während meine Freunde mit ihren Handys beschäftigt waren. Ich habe mich ein bisschen auf der Zugfahrt gelangweilt, aber das Ziel war so schön, dass ich vergessen habe, dass ich kein Handy hatte. Zum Glück hatte ich meine Digitalkamera dabei und habe viele Fotos gemacht. Denkt daran, das war noch 2015. Damals hatte man noch so etwas. Wir haben das Salvador Dali Museum besucht, weil ich ein großer Fan von ihm bin. Dieses Bild von ihm verfolgt mich bis heute. Ich habe auch vor Windmühlen posiert und dann war es Zeit, nach Deutschland zurückzufahren. Zum Glück kam Berzah mit uns zurück, weil sie eine lange Ferienzeit hatte und viel Freizeit. Schaut euch dieses Bild an, wie Erasmus-mäßig, jung und naiv. Ich liebe dieses Bild. Nach unserer Rückkehr nach Köln besuchten wir zu dritt den Kölner Zoo. Dort sahen wir Elefanten. Hier ist ein Bild von Berzah, wie sie die Elefanten ansieht. Das hier sind Berzah und ich, wie wir einen Patrick-Ballon halten. Ich wollte schon immer so einen Heliumballon haben. Es war so lustig. Ich habe viele Fotos damit gemacht. Wir fanden einen kleinen Bach und stellten uns vor, wie Berzah und Ahmed darüber springen wollten, sie aber nicht entscheiden können, weil es zu gefährlich war. Nach 10 Sekunden entschieden sie sich, zusammen zu springen. Hier bin ich am Ende des Tages mit meinem immer noch schwebenden Patrick-Ballon. Berzah blieb noch ein paar Tage mit Ahmed und so wurden wir beste Freundinnen. 2 türkische Mädchen, die sich vorher nicht kannten, trafen sich in Belgien und wurden beste Freundinnen in Deutschland. Und wir setzen unsere Freundschaft in der Türkei fort. Das Leben ist sehr seltsam und voller Überraschungen.